Irgendwo im südchinesischen Meer, mitten im Nichts. Hier beginnt für 18 Menschen, die sich zuvor noch nie begegnet sind, das Abenteuer ihres Lebens. Sie werden für 50 Tage auf einer einsamen Insel ausgesetzt. 18 Deutsche treten eine Reise ins Ungewisse an, die sie ihr Leben lang nicht vergessen werden. Das ist ihre Geschichte, das ist Survivor. Heute beginnt für 18 Deutsche ein Abenteuer, das ihr Leben für immer verändern wird. Die Kandidaten haben 2 Minuten Zeit, alles von Bord mitzunehmen, was sie transportieren können. Sie sind Fremde, aufgeteilt in 2 Teams. Ihr Ziel? Diese Insel, mitten im südchinesischen Meer. Was aussieht wie eine traumhafte Urlaubskulisse, ist in Wirklichkeit gefährlich und unerbittlich. In den nächsten 50 Tagen sind die Kandidaten auf sich alleine gestellt. Den Spaten zuerst, hey! Ausgesetzt auf einer einsamen Insel. Sie müssen lernen, sich anzupassen. Sie müssen lernen, im Team zu funktionieren. Hat jeder seinen Beutel nochmal? Sie müssen lernen, Hand in Hand zu arbeiten. Wer dem Team schadet, wird von den eigenen Leuten rausgewählt. Das ist Survivor. Am Ende wird nur einer übrig bleiben und die Insel mit einer 250.000 Euro verlassen. Ausgerüstet mit einer Handvoll Reis pro Tag, Trinkwasser, ein paar Töpfen und nicht viel mehr als der Kleidung, die sie am Leib tragen, bleibt den Kandidaten nur ein persönlicher Gegenstand, den sie mit auf die Insel nehmen dürfen. Die nächsten 50 Tage werden sie lernen müssen, in und mit der Natur zu leben. Das gelbe Team Gunung und das blaue Team Tasik werden auf 2 verschiedenen Stränden weit voneinander entfernt ausgesetzt. Sie treten regelmäßig in Challenges gegeneinander an. Das Verliererteam muss in den Inselrat, um einen aus den eigenen Reihen herauszuwählen. Am Ende wird es nur einen Gewinner geben. 50 Tage, 18 Kandidaten und nur ein Survivor. Von der Außenwelt abgeschnitten sind sie auf sich allein gestellt. Das Team ist jetzt ihre Familie, die Insel ihr Zuhause. Meine Damen und Herren, das ist ihr Zuhause jetzt. Als wir hier rankamen, auf den Strand zuschwommen, dachten wir auch so, was für eine wunderschöne Bucht. Also es ist einfach genau so, wie man sich das vorstellt und sehr schön im Augenblick noch.
Ich bin halt gespannt, wann das anfängt, uns auf den Sack zu gehen. So, weil ich kann mir auch vorstellen, dass dann irgendwann mal dann sagt, ey, Grillen könnt immer alles Maul halten. So. Damit geht das los. Genau. Oh, komm, Barbara. Es war überwältigend. Es hat mich auch überwältigt, aber ich habe es versucht zu verstecken. Weil das ist einfach Natur pur hier und man hat nichts. Und es ist schwer, wir schimpfen auch, aber irgendwie ist es trotzdem auch was ganz Tolles. Und jetzt ist direkt unter unserer Team Gunung-Flagge diese komische blau-weiße Wickel-Flagge aufgehängt. Horror. Ich habe jetzt eben auch überlegt, ob ich die mal abhängen soll. Das ist unglaublich, macht keinem was aus, dass die hängt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass tief in ihrem Herzen doch alle Deutschen irgendwie Bayern sind oder sowas. Keine Ahnung. Mit meiner Bayern-Fahne als Berlinerin ist sie das nicht so gewohnt, aber es ist alles just for fun. Leute, sollen wir uns mal kurz zusammensetzen? Ja. Vielleicht im Schatten? Sag doch mal, ja, Schatten ist super. Ja. Markus, Wollen wir lass mal eben oder kurz- nicht, oder? lass mal eben kurz Meeting machen. Vielleicht, dass wir jetzt einfach gucken, wir dürften noch so 1,5 Stunden Helligkeit haben oder sowas. Irgendwie, wie wir das jetzt machen. Also wer sagte gerade hier, Vorschlag, hier den Platz hier zu machen? Wie soll man denn mit dem Feuer machen? Ich denke, da wir jetzt echt hier nichts haben und das keiner von uns, glaube ich, oder? Hat das schon mal jemand richtig mit Holz gemacht? Ich weiß, wie es geht, aber ich habe es noch nie gemacht, muss ich auch zugeben. Da sollten wir uns... Was brauchen wir dafür? Wir brauchen trockenes Holz, möglichst ein hartes und ein weiches Stück. Wir brauchen ganz trockenen Zunder und viel Muskelkraft. Ja, vielleicht kann man damit schon mal was anfangen. Nee, das ist später fürs Feuer, aber das ist einfach zu groß. Ne? Gucken wir erstmal, oder? Und was ich sagen wollte, ist, dass wir da müssen irgendwie 2, 3 oder 4 Leute, meines Erachtens eine Dreiviertelstunde, sich mit beschäftigen. Also dass wir jetzt nicht irgendwie alle durch die Gegend laufen. Ich organisiere ganz gerne, ja. Und ich habe gern Struktur und sage ich mal so, ich muss keinen Luxus oder was Großes haben, aber so ein paar Basics, die organisiere ich mir gerne und da gehe ich auch gerne schnell und intensiv für. Wir können ja vielleicht alle mal kurz ausschwärmen und dann machen einige kommen schneller zurück, machen dann Feuer. Das Also die Person, die mich so ein bisschen halt stört, ist vielleicht Arno. Heute hat er mal angefangen, so ein bisschen zu kommandieren, also das liegt mir nicht so. Ja, Beutel. Ja, Los. Ja, im Moment hat schon der Arno so ein bisschen das Kommando übernommen. Es fällt auch schwer, da was gegen zu sagen, weil es ist sowieso egal, was man macht. Es soll so gemacht werden, wie er das sagt. Dann machen wir halt mal so, wie er das sagt und mal sehen, ob das funktioniert. Ich würde es jetzt nicht beschwören, aber mal sehen. Sollen wir mal da gucken? Ja. Ach, ja. Haben wir schon. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit und so viel und so hart schwimmen müssen, weil das letzte Stück zum Strand, das hat sich echt gezogen und wir haben uns alle die Beine aufgerissen und es war schon hart. Ja, aber wo wollt ihr eigentlich hin? Ich komme auf die Insel und mein eigenes Bedürfnis ist es immer, ein vernünftiges Bett zu haben. Wo schlafe ich? Ja, weißt du, wenn wir jetzt diese kleineren, wir können ja noch Steine drunter legen, damit wir es dann wirklich flach haben. Was ich gesehen habe, war die Basis fürs Haus. Ich denke, das ist eine ganz vernünftige Sache. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie präsentieren will, sondern es ist eine fundamentale Entscheidung gewesen. Hier sind ja noch so dicke Baumstämme, die da liegen. Die tragen wir noch dahinter. Ja, ich glaube, wenn man da lange diskutiert und man ist ja nun mal zu 9 in der Gruppe und wenn man da lange drüber nachdenkt, dann kommt man zu überhaupt gar keinem Entschluss. Was
Was wollt ihr denn damit machen? Sich euch drauflegen oder was? wollten halt eine Fläche bilden. Ja, lass eine schöne Terrasse bauen. Ja, aber wenn das kracht, ne? Lass uns erstmal ein bisschen viel Holz herholen und dann mal gucken. Die sind wirklich so verbissen dabei, das Haus zu bauen. Essen ist schon wichtiger, als jetzt seine ganzen Energien rauszuhauen für, weiß ich nicht, da so eine schöne Hütte. Vor allem, ich fand es halt total blöd. Wir sind auf der Insel gelandet und Michael läuft direkt da hinten in die Ecke und sagt, hier bauen wir es hin. Ohne jemand zu Ja. fragen. Es gab am Anfang wichtigeres Zeug zu tun und dann fängt er direkt mit so einer Hütte an. Ich meine, ich hatte eher Hunger als Bock auf so eine geile Bude. Erstmal essen, dann ein Haus, aber Ich das meine, checkt ja wohl nicht so ganz. Egal was man sagt, er weiß es 10-mal besser und das geht mir so auf den Sack bei denen. Ja, stimmt schon. Wie du magst, Mr. Brücke. Erstmal jetzt ganz schnell Feuer machen, das ist mir das Wichtigste überhaupt. Weil wenn wir das Feuer haben, weiß ich, haben wir wieder was zu essen, weil wir noch was Reis haben. Zieh du mal, langsam. Okay. Dann lass uns große Bögen machen. Also die ganze mal ein bisschen schneller. Ja, das sieht schon besser aus. So. Lieber noch mal kurz und schnell, Ja, dann komm. wechseln wir. Zack, zack. Das Feuer ist noch ein Rätsel, weil ich nicht weiß, ob wir das hinkriegen, weil es noch keiner wirklich gemacht hat. Wir wissen zwar, wie es geht, aber wir müssen es tun. So, Vollgas geben, Mädels. Nochmal, einmal kurz richtig Tempo. Dafür habe ich einen Killer-Trizeps hinterher. wow, was für eine, Was ist los, ey? Der ragt schon bis hierher. Aber Morgen durchtrainiert sind hier, ne? Komm schon. Auf jetzt. Auf, komm. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Komm schon, 1, 2, los. Wir müssen die Zünder aber anders halten. Feuer ist nach wie vor noch ganz in Sicht. Wir probieren und wissen nicht mehr genau weiter. Das will nicht funktionieren. Scheiß auf Feuer. Brauchen wir nicht. Wie willst du das? Weil die ganze Nacht Essen wir den Reis. Ja, aber wenn wir uns jetzt einen Fisch angeln, jetzt ohne Witz, und wir machen das nur mit dem Rauch, dann können wir einen Räucherfisch essen. Das geht schon. Hat er gedreht? Ja, ne? Lass uns mal kurz. Guck mal eben, ne? Ja. Dass der jetzt nicht wegrutscht, wenn wir drehen. Henrik, Volker und ich versuchen die ganze Zeit halt Feuer zu machen. Und die drei sind, also Eva, Michael und Philipp, sind nur dabei, Häuser zu bauen. Das ist irgendwie auch doof. Das ist ja heute auch wieder ein bisschen hier, die Leute haben ja auch so einen leichten Schaden, die heute das Haus da bauen, ne? Ja, also die tun auch nichts anderes als Haus bauen. Ich meine, du kommst hin, ey, fragst, was sollst du weiterhelfen und kriegst als dumme Antwort, kriegst du hier, bring mir mal ein Bier oder mach mal das und das. Ja, das ist bestimmt wieder von Michael. Der 100 war auch von Michael, ja. Ja. Der hat ja Der sowieso geht mal. mir echt momentan echt auf den Sack mit Ja, seinen Sprüchen. mir auch. Besonders, ey, wir brauchen kein scheiß gutes Haus, sondern erstmal was zu essen und Feuer oder so und nicht hier irgendwie so ein Haus da, wo du noch hier vom Boden essen kannst. Ich bin froh, dass die Hütte fertig ist. Die Jungs haben das maßlos unterschätzt. Ob das der Hendrik ist, ob das der Heiko ist, aber die haben das Ding unterschätzt. Ja, aber was haben die sich denn vorgestellt? Jo, Party. Party. Wir machen ein Spiel und kriegen dafür Essen und dann ist das hier alles ganz easy, Ja. das Leben auf der Insel. Ich denke, Haben doch nicht das ist gedacht, dass das ein Urlaub ist hier. Aber ich denke mal, die haben sich von Anfang an nicht so richtig dafür interessiert, was da jetzt gemacht wurde. Da sind welche, die bauen, die hämmern und das war dann für die klar, ja, das klappt schon irgendwie. Ja, ja, und wenn sie dann schlafen wollen, dann interessiert sie auf einmal doch, oder wie? Also finde ich irgendwie eine komische Einstellung, muss ich ehrlich sagen. Kannst du mir mal kurz assistieren? Nö.
Also alles, wofür wir gearbeitet haben, war mit einem Moment kaputt. Ja. Also es war echt eine immense Kraftanstrengung. Also als das Dach zusammengebrochen ist, war schon so, dachte ich, scheiße, was habe ich falsch gemacht? Ja, irgendwie Konstruktionsfehler, meine Schuld natürlich. Ich habe mich umgeguckt und außer leider wieder die Sonja hat niemand was abbekommen. Ne? Also es gab so keine Probleme. Die Sonja hat wohl einen ziemlichen Schlag abgekriegt. Da mache ich mir schon Vorwürfe. Gell? Das ist eine doofe Sache. Und, also ein Hochhaus werde ich hier keins bauen. Natürlich ist es eine Situation, wenn das Haus da zerfällt und man sitzt auf einmal in den Brüchen. Natürlich ist das auch ein bisschen ermutigend, aber man hat dann die Chance, noch mal was Neues zu bauen. Man muss halt nach vorne schauen. Gleich bei Survivor. Fertig, los! 3 verbleiben noch bei Team Tarsig. Als letzter hängt Philipp für Team Tarsig und 5 noch bei Team Gunung. Dann ist für heute eine super Expedition geplant, die uns wahnsinnig viel Essen einbringt. Fangen wir jetzt die Frosch, dann haben wir wenigstens was. Boah, so ein LSD-Frosch. Irgendwas. Lecker. Zehner, wenn du sie frisst. Das ist Krautsalat. Ja, was aber mein größtes Problem ist, dass halt die Insel zu wenig Nahrung rausfeuert. Also vielleicht finden wir es vor lauter Hunger nicht oder haben einfach keine Ahnung, nach was wir da genau suchen müssen. Aber nach dem, was wir gesucht haben, ist eher mau hier. Hi Jungs, habt ihr eine Wildschweinherde gefunden und gefangen? Ja, haben wir auch direkt mitgebracht. Geil! 100 Füßer, irgendwelche fiesen orangen Pilze. Kleine rote Beeren, die auch nicht so ganz gesund aussahen. Soll man schon in Deutschland nicht essen, kleine rote Beeren, ne? Genau, gar nichts. Ich bin total frustriert, weil das eigentlich so die einzige Möglichkeit war, vielleicht was Essbares zu finden. Ob es jetzt irgendwelche Früchte der Art sind oder vielleicht eine Kokospalme oder ähnliches. Oder wenigstens mal auf ein Tier zu stoßen, wäre eine Möglichkeit gewesen, aber da war rein gar nichts. Was hast du heute gegessen? 3 Reiskörner. Ich bin auf Diät. Reis geht auch ohne Feuer. Schmeckt halt nach nichts, ne? Keine Delikatesse, aber der Hunger treibt's rein. Es war anders, aber ich finde, das ist keine Katastrophe. Ich muss halt momentan auch sehr auf meine Figur achten. Also wie viele Leute sollen jetzt hier nebeneinander gehen? Wie habt ihr denn das geplant? 5. Wir haben alle gemeinschaftlich einen neuen Platz ausgesucht, uns eine neue Bautechnik überlegt und haben es nochmal komplett neu angegangen. Ein paar haben jetzt den Arbeitswahn und möchten jetzt die Traumhütte errichten. Das finde ich natürlich auch gut. Aber ich bin kein Arbeitstier. Also wenn ich mir jetzt mal angucke, was Philipp und Eva
hier die ganze Zeit am Rumhantieren sind. Das bin ich nicht, war ich nie und werde ich auch nie sein. Bei mir zu Hause ist echt immer so, ich habe meine Mutter und die sagt mir dann was und wenn ich es dann nicht mache, dann macht sie es selber. Ja, diese Einstellung, die habe ich halt auch ein bisschen hierhin mitgenommen, weil es klappt ja auch ohne, dass ich mir jetzt hier einen Arm ausreiße und die ganze Zeit vom einen Ende der Insel zum anderen laufe. Also ich bin eigentlich mit meiner Rolle hier ganz zufrieden. Michael, können wir vielleicht doch lieber eine runde Hütte haben? Dass du das einfach noch mal gerade abbaust und weil es passt besser dann in den Strand. Die Sonja als Person steht bei mir auf der ganz schwarzen Liste. Also es ist ein Mensch, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Sie ist stinkfaul, sie bringt sich nicht ein und es gibt überhaupt keine Eigeninitiative. Weißt, es ist ja auch nicht so, dass sie sich in irgendeiner Form irgendwo derart eingesetzt hat, dass sie völlig am Boden ist. Weißt du, dass man sagen kann, okay, sie ist einfach fertig. Ich hab das Gefühl, sie spielt mit uns. Ja, aber die ist einfach irgendwie noch nicht, die ist noch nicht richtig erwachsen. Du musst doch mal das Alter sehen. Ja, 21 Jahre. Ja, die weiß überhaupt gar nicht, was sie sagt. Das ist nicht berechnet bei ihr, glaube ich Mit nicht. 21. Ja, die ist nicht berechnet. Die ist viel zu naiv dafür. Ich denke nicht, dass das Berechnung ist, sondern dass es ihr Wesen ist, ein Wesenszug. Die setzt das nicht bewusst ein. Und das ist mir zuwider. Während ihrer 50 Tage auf der Insel müssen die Teams in regelmäßigen Challenges gegeneinander antreten. Über die Rohrpost erhalten sie Nachrichten, die diese Challenges ankündigen. Die erste Herausforderung ist zu enträtseln, was die Nachricht sagen will. Ich habe eine Nachricht gefunden. Was? Ach komm. Doch da vorne in dem Baum, in dieser Baumpost. Lies vor. In eurer ersten Challenge verleiht euch Kraft die Macht. Als Team sollt ihr gewinnen, alleine seid ihr schwach. Doch ihr könnt es nicht erzwingen, jeder Einzelne fällt ins Gewicht. Der Preis jedoch, der lohnt sich, denn ihr sitzt nichts zu Gericht. Und was Lebenmesser schneide, das ahnt ihr wirklich nicht. Jeder fällt ins Gewicht. Das ist was mit müssen wir reinhängen, immer runter, wie Bungee-Jumping, sowas. Was? Mit Messerschneide Gewicht. Das hat kann bestimmt aber was was mit durchschneiden Gewicht zu sein, tun. Ein Messer und ein Feuer. Neben Messerschneide, Feuer. Steht auch Und was. keine rauswählen. Das sind die 3 Gewinne. Denke ich auch. Wir brauchen dieses Feuer. Das ist so notwendig oder zum Überleben auf der Insel unheimlich notwendig. Und da wir es nicht hinkriegen, selber Feuer zu machen, erhoffen wir uns durch einen Sieg, das Feuer zu kriegen. Und deshalb müssen wir gewinnen. Sieg! Die Angst davor zu verlieren ist da, aber der Drang nach Sieg ist größer. Also ich bin motiviert, heiß. Ich will das Ding jetzt unbedingt gewinnen, weil ich dieses Scheißfeuer haben will. Ich bin 100%ig sicher, dass unser Team diese Challenge gewinnen wird. Team Gunung, Team Tarsig, herzlich willkommen zu eurer ersten Immunitäts-Challenge. Bisher habt ihr euch ausschließlich von Wasser und von Früchten ernährt, weil es keinem von euch gelungen ist, Feuer zu machen. Ich habe die Lösung für euer Problem, ein Feuerstein. Wer dieses Spiel gewinnt, gewinnt Feuer. Aber noch sehr viel wichtiger für euch ist dieses Immunitätssymbol. Wer diese Challenge gewinnt, gewinnt außerdem Immunität. Es garantiert euch Schutz im Inselrat. Dort muss nämlich das Verliererteam einen Kandidaten auswählen und diesen nach Hause schicken. Somit ist es doppelt schwer für den Verlierer heute. Weiterhin kein Feuer. Das bedeutet kein Licht, keine Kochmöglichkeit. Und zudem wird das Team geschwächt, weil ein Kandidat die Insel verlassen muss. Ich denke, das sollte für euch Motivation genug sein. Strengt euch jetzt an. Gebt alles bei diesem Spiel. Ihr seht 2 Stangen hinter euch, für jedes Team eine. Am Ende der Stange ist ein Gegengewicht in Form eines Sandsackes montiert.
Eure Aufgabe besteht darin, euch mit den Händen so lange wie möglich an der Stange festzuhalten, um mit eurem Körpergewicht den Sandsack in der Luft zu halten. Wenn euch die Kräfte verlassen und ihr die Stange loslassen müsst und runterfallt, dann verliert ihr an Gewicht und auch der Sandsack nähert sich dem Boden. Am Schluss gewinnt das Team, das sich am längsten an der Stange festhalten kann. Spiel verstanden? Dann auf jetzt. Startposition. Okay, es geht um Feuer und um Immunität. Team Gunung, seid ihr fertig? Ja! Team Tarsig, seid ihr fertig? Tarsig! Fertig! Los! Beide Teams pendeln aus. Noch hängen alle 18 Kandidaten. Und auch die erste Person bei Team Gunung. Hartnett. Zwei weitere bei Team Gunung. Drei verbleiben noch bei Team Tarsig. Zwei weitere bei Team Tarsig. Als letzter hängt Philipp für Team Tarsig und 5 noch bei Team Gunung. Philipp hält aus, ausdauernd. Wechselt von der einen Hand zur anderen. Markus fällt von Team Gunung. Philipp sieht immer noch entspannt aus. Und Eike verlassen die Kräfte. Und jetzt Zweikampf. Philipp gegen Markus. Markus bei Team Gunung und es gewinnt Team Tarsig. Die erste Immunitätschallenge hat gewonnen Team Tarsig. Ihr habt gewonnen Feuer. Bitte schön. Und was noch viel wichtiger ist, euer Team wird so komplett bestehen bleiben. Ihr habt gewonnen Immunität. Team Gunung, ihr habt es leider nicht geschafft. Das bedeutet weiterhin schwer für euch, weiterhin kein Feuer und ihr müsst euch von einem Teammitglied verabschieden. Ihr müsst zum Inselrad. Ihr könnt jetzt zurück an eure Strände. Das war so wichtig für uns und wir haben uns so vorbereitet und wir wussten, wir gewinnen und das ist passiert. Das ist super toll. Das Gefühl ist natürlich super beschissen, ist ganz klar. Das Feuer wäre super wichtig gewesen, allein für die Moral auch und für die nächsten Tage. Hat einfach nicht geklappt. Ich habe alles gegeben, aber hat halt nicht gereicht. Der Mensch braucht einfach Licht und es ist stockdunkel, das ist die Hölle.
Ich habe Feuer gemacht. Im Vergleich zum anderen Team können wir jetzt endlich mal was Richtiges zu essen und unseren Reis machen, der da schon die ganzen Tage rumlag. Und das ist der Knaller, weil wir als Team einen Wettkampf gewonnen haben und jetzt alle davon profitieren. Obwohl Philipp als Alleiniger, dem müssen wir da dankbar sein, weil er hier die dicken Arme hatte und uns da den Arsch gerettet hat quasi. Also mein Gefühl momentan ist, kann man fast als euphorisch bezeichnen. Ich bin froh, dass ich meinem Team, die mich immer unterstützen oder in dem ich mich total aufgehoben fühle, dass durch meine Fähigkeit vielleicht jetzt hier helfen konnte, dass sie es besser haben. Also ich freue mich für die Mannschaft vor allem. Der Mensch braucht einfach Licht und es ist stockdunkel, das ist die Hölle. Sagen wir mal, heute Abend, klar, wir haben unser Bestes gegeben, da können wir nichts dran machen an dem Fritzen da, an diesem Bergsteiger. Und ich finde auch, wir sind echt ein gutes Team, für dass wir als 9 Leute wildfremd hier zusammengekegelt sind. Ja. Wir sind ja geschwächt so ein bisschen, ne? Wir haben kein Feuer, wir haben kein warmes Essen und wir müssen unsere Kräfte echt einteilen. Im Team ist die Stimmung wegen heute Abend, wegen des Votings schon ein bisschen geknickt, weil im Endeffekt wollen wir ja niemand rauswählen. Und da es aber sein muss und wir hoffen dann auch, dass derjenige, der dann halt gehen muss, auch nicht beleidigt ist, weil wir halt uns echt gut verstehen, ja, müssen wir da durch. Habt ihr euch denn jetzt schon mal Gedanken gemacht wegen heute Abend? Oder lieber so, ich will da nicht dran denken, ich mache das nachher spontan? Ich finde es auf jeden Fall eine recht unangenehme Sache, weil wenn ich nicht müsste, würde ich das nicht tun. Aber kommt nicht drum rum. Ich denke, die meisten von uns, die schieben es so vor sich hin. Das ist auch eigentlich der Teil, vor dem ich mich auch immer am meisten gefürchtet habe. Oh, wen sucht man denn dann aus irgendwie? Und dann vor allen Dingen halt in so einer Konstellation wie bei uns. Das ist halt auch ätzend. So sind die Regeln. Ja. Es la vida. Bei mir ist es momentan eben leider durch Krankheit nicht der Fall, dass ich so 100%ig auf dem Damm bin. Das schwächt natürlich in dem Moment auch die ganze Gruppe ein Stück weit. Und es kann ja natürlich auch sein, dass mich alle rauswählen, weil sie sagen, okay, mit Krankheit ist natürlich auch ein bisschen doof. Wir sollten nur mal gucken, wie wir das machen mit Jasmin. Der geht es halt so schlecht, dass sie ja eigentlich rein theoretisch gar nichts machen kann. Und wenn sie einfach die ganze Zeit mit ihren Schmerzen beschäftigt ist, was dann völlig normal ist, kann die auch gar nicht strategisch denken. Aber ich weiß nicht, ob ich so strategisch klar denken kann. Das weiß keiner. Es ist wahnsinnig schwierig einzuschätzen oder überhaupt zu entscheiden, wie man da rauswählen will. Und insofern kann es natürlich auch mich treffen. Klar, darüber macht man sich auch Gedanken. Das stimmt. Keiner ist sicher. Also, ich drücke ganz fest der Jasmin die Daumen, dass die auf jeden Fall nicht rauskommt. Da werde ich auch drum beten. Ja. Ich schicke mal eben eine Message nach oben. Hier trifft sich regelmäßig der Inselrat. Und hier entscheidet das Verliererteam, wen es nach Hause schickt. Heute fällt die Entscheidung. Wer bekommt die Quittung für sein Handeln und wer hat das Team hinter sich stehen? Boah, mulmiges Gefühl. Ich bin ganz relaxed, also ich habe da keine Angst vor.
die Anspannung an sich ist schon gegeben. Herzlich willkommen, Team Gunung, zu eurem ersten Inselrad. Ein Platz, an dem ihr wahrscheinlich jetzt nicht so gerne wärt. Aber ihr habt gestern Abend, gestern Nacht die Challenge verloren und deshalb seid ihr jetzt hier. Feuer steht für Leben und die Fackeln neben euch stehen für euer Überleben hier bei Survivor. Werdet ihr rausgewählt, werde ich das Feuer löschen. Das Teammitglied verlässt die Insel ohne 250.000 €. Doch bevor wir zur Abstimmung kommen, würde ich gerne noch ein paar Dinge von euch erfahren. Hatnet, in einer solch kurzen Zeit seid ihr zu einem richtigen Team zusammengewachsen. Wie fühlt es sich für dich an, jetzt hier jemanden herauswählen zu müssen? Furchtbar, weil man einfach gar nicht weiß, wen man wählen soll. Unmöglich, jemanden zu bestimmen und dabei ein gutes Gefühl zu haben. Das geht einfach gar nicht. Hast du jetzt schon einen Namen parat? Nein. Wirst du gleich spontan deine Entscheidung treffen? Ganz spontan. Eike, wen würdest du aus deinem Team als Teamführer bezeichnen? Bei unserem Team ist ja das Schöne, dass man gar nicht sagen kann, es gibt einen Teamführer, sondern wir sind irgendwie eine Menge von Köpfen. Wir entscheiden eigentlich die meisten Sachen ziemlich im Team. Markus, ihr habt bis jetzt kein Feuer gehabt. Wie war das für dich persönlich? Es wird dunkel, es ist kalt und es ist wirklich unangenehm. Du kannst nichts Vernünftiges essen, du bist auf die Früchte angewiesen, die wir finden müssen, die wir aber leider nicht gefunden haben. Also es war eine ekelhafte Zeit jetzt ohne Feuer. Elina, ihr seid noch 9 Personen, ihr seid ein Team. Hast du zu einem Teammitglied so eine ganz besondere Beziehung aufbauen können? Nein, bisher keine besondere zu einem, sondern zu allen. Ich komme mit allen zurecht und es wird schade, heute einen gehen zu lassen. Hast du denn schon einen Namen, den du nachher auswählen wirst? Ja. Jetzt wird es ernst. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, wer soll euch verlassen. Ich werde jetzt nach und nach eure Namen aufrufen. Und ihr betretet bitte nacheinander dieses Flugzeugwrack. Dort schreibt ihr den Namen der Person auf den Zettel, die ihr rauswählen wollt. Wir beginnen mit der Abstimmung. Hatnet, gibst du bitte als erstes deine Stimme ab. Wenn mir niemand Besseres einfällt, wähle ich Jasmin raus. Eike. Arno, jetzt du bitte. Elina. Obwohl sie gestern sehr gute Leistung gezeigt hat im ersten Spiel und auch sonst im Camp sehr viel Wissen an die Frau bringen konnte, habe ich mich wohl oder übel für Barbara entschieden, weil ich sie einfach noch am wenigsten kenne von all den Leuten. Jasmin. Stolli. Barbara. Hatnet. Ich habe mich für Hatnet entschieden, weil sie mich in den ersten Tagen sehr genervt hat. Durch ihr Besserwissen, durch ihre rechthaberische Art und sie war vorlaut. Sorry, Baby, du bist ein super Typ, aber das hat wirklich genervt. Markus. Ich will Birgi, weil ich einfach mit ihr in einer kurzen Zeit nicht so warm geworden bin wie mit den anderen. Und Birgi.
Ihr habt gewählt und hier ist eure Entscheidung. Jasmin. Barbara. Jasmin. 2 Stimmen Jasmin, 1 Stimme Barbara. Hadnet. Bilgi. Hadnet. Jeweils 2 Stimmen für Jasmin und 2 Stimmen für Hadnet. Hadnet. 3 Stimmen Hadnet, 2 Stimmen Jasmin. Jasmin, sollte auf diesem Zettel dein Name stehen, heißt das Gleichstand mit Hadnet. Hadnet, sollte dein Name auf diesem Zettel stehen, musst du die Insel verlassen. Die erste Person, die die Insel verlassen wird, ist Hadnet. Hadnet, kommst du bitte mit deiner Fackel zu mir? Hadnet, dein Team hat entschieden, du musst die Insel verlassen. Ich hätte sehr gerne weitergemacht, klar. Aber 4 Stimmen ist natürlich recht deutlich. Team Gunung, ihr habt euren ersten Inselrat überstanden. Allerdings seid ihr jetzt nur noch zu 8. Ihr könnt jetzt zurück an euren Strand. Wir sehen uns bei der nächsten Challenge. Wie war das zu Ende? Ich freue mich natürlich, dass ich die Chance bekomme, jetzt noch mal zu zeigen, was in mir steckt. Ja, jetzt werde ich dann mal Gas geben. Du benimmst dich gerade wie ein kleines Kind. Warum? Weil du dich gerade wie ein klees Kind benimmst. Was hat das Schon die ganze Zeit. Wer heult denn da? Wer heult denn gerade? Pass mal auf. Ich heule nicht. Ich sag meine Meinung. Ihr seid sehr euphorisch und und machen wir jetzt und Jungs und dann steht ihr zu 4 Mann da und der Rest der steht da. Was. Nein, ihr müsst auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Mir geht es nicht darum, irgendwem was beweisen zu müssen. Ich möchte einfach nach Hause.